Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Weisheiten zum Mitnehmen. Heute geht es um das Thema Verstehen, Verständnis und Einverständnis. Genauer, Verstehen ist nicht Verständnis und Verständnis schon gar nicht Einverständnis. Ups. Verwirrend, gell? Eben. Wie oft beobachte ich Menschen, die Worte benutzen, deren Bedeutung sie eigentlich nicht kennen und diese unpräziserweise synonym verwenden? Sie haben sicherlich Aussagen gehört wie: Warum verstehst du mich nicht? Eigentlich verstehe ich dich. Du verstehst mich gar nicht. Dafür habe ich keinerlei Verständnis. Dafür geht mir jegliches Verständnis ab. Dafür habe ich volles Verständnis. Ich kenne auch Aussagen wie: Du hast mich missverstanden. Meine Antwort darauf ist dann: Wieso habe ich dich missverstanden und nicht du hast dich missverständlich ausgedrückt? Die Gesichter solltet ihr dann sehen. Für Götter. Wir benutzen Verstehen und Verständnis meist synonym. Wenn wir also sagen, du verstehst mich nicht oder du verstehst mich gar nicht, könnte es sein, dass wir aussagen wollen, du bringst kein Verständnis für mich auf. Denn sei dir sicher, verstehen kann er dich immer, es sei denn, er ist taub. Oder er stellt sich taub. Genauso schlimm, wenn nicht noch schlimmer, ist es, wenn jemand Verständnis verlangt, jedoch unser Einverständnis erwartet. Ja, es wird noch komplizierter. Oder wenn Menschen glauben, dass wenn ich Verständnis aufbringe, gleichwohl mein Einverständnis für etwas gebe. Das ist mitnichten so. Lass uns doch mal gemeinsam schauen, was diese Worte denotativ bedeuten und wie sie in welchen Situationen eingesetzt werden können. Fangen wir mal mit Verstehen an. Gesprochenes deutlich akustisch wahrnehmen. Wikipedia.de. Jemanden etwas hören, akustisch wahrnehmen. dwds.de. Also Schall mit dem Sinnesorgan Ohr, mit dem Gehör wahrnehmen. Wenn zum Beispiel ein Glas auf den Boden fällt und zerbricht, dann nehme ich den Knall deutlich und akustisch wahr. Also es kommen Schallwellen an mein Ohr an. Hier ein paar Aussagen zum besseren Verständnis. Verständnis, nicht verstehen. Man versteht bei diesem Lärm vor Lärm sein eigenes Wort nicht. Heißt, ich kann dich akustisch nicht wahrnehmen bei diesem Lärm. Oder ich konnte von meinem Platz aus alles, kein Wort, jede Silbe verstehen. Bedeutet, ich konnte von meinem Platz aus akustisch alles oder kein Wort oder jede Silbe akustisch wahrnehmen. Er war am Telefon gut, schlecht, schwer, kaum zu verstehen. Er war also am Telefon akustisch gut, schlecht, schwer, kaum wahrzunehmen. Also verstehen, akustisch wahrnehmen. Es kommen Schallwellen an meine Ohren an oder eben auch nicht. Dann verstehe ich auch nicht. Wie sagte Johann Georg Hamann zu Immanuel Kant? Sie müssen schon mich fragen und nicht sich, wenn Sie mich verstehen wollen. Man könnte also sagen, Verstehen ist ein physischer Faktor. Hier zum Abschluss noch ein paar Synonyme zu Verstehen. Etwas sagen hören, jemandem zu Ohren kommen, erfahren, hören, mitbekommen, etwas läuten hören,
Ein Vögelchen hat mir gezwitschert, dass jemandem zu Gehör kommen, aufschnappen, erhaschen. Es ist die Rede von das, man erzählt sich das, mitkriegen, vernehmen, nun zu Verständnis. Das inhaltliche Begreifen, also mit dem Verstand erfassen eines Sachverhaltes. Auf den Inhalt bezogen, den Inhalt betreffend. Das, was die Sache ausmacht. Die Essenz einer Sache. Woraus sich eine Sache zusammensetzt. Verständnis ist für das Zwischenmenschliche und für unser Zusammenleben eine wesentliche Dimension und steht in engem Zusammenhang mit der Empathie. Empathie ist die Fähigkeit, sich in andere hineinzuversetzen, das Inhaltliche, also begreifen eben und mitzufühlen. Zum Thema Empathie wird es ein extra Video geben. Und als Grieche kann ich euch sagen, dass das Wort Empathie, immerhin ein griechisches Wort, in Griechenland itself was ganz anderes bedeutet. Sie kennen bestimmt Aussagen wie, du hast mich ganz genau verstanden. Nun, mag sein, dass ich dich ganz genau schallwellenmäßig alles wahrgenommen habe, gehört habe, jedes einzelne Wort kam bei mir an. Aber reichte das, dass ich nur höre, mit dem Ohr wahrnehme, oder möchtest du doch, dass ich für deine Handlung Verständnis zeige? Das ist mit deiner Aussage nicht klar, zumindest für mich nicht. Denn dafür müsste ich deine Bedürfnisse und Gefühle kennen, um den Inhalt auch zu begreifen. Oder willst du gar mein blindes Einverständnis? Wie sagte Polybius, einer meiner Urgroßväter, daran habe ich einige übrigens, bei allen Dingen liegt der letzte Maßstab für die Beurteilung nicht in den Handlungen, sondern in den Motiven des Handelnden. Verständnis eben. Also, warum hast du das getan, was du getan hast? Und wie fühlst du dich dabei? Hier ein paar Synonyme zu Verständnis. Einfühlsamkeit, Einfühlung, Einfühlungsgabe, Einfühlungsvermögen, Empathie, Empfindungsvermögen, Feingefühl, Fingerspitzengefühl, Gespür, Mitgefühl, Sensibilität, Sensitivität, Verständnis, Zartgefühl. Vergleiche dies nun mit dem Synonym zu verstehen. Na? Na? Gut. Gehen wir nun jetzt zum Einverständnis. Zustimmung, Erlaubnis. That's it. Ziemlich einfach, oder nicht? Tja, mehr gibt es nicht dazu zu sagen. Na gut, ein bisschen mehr. Das heißt, dass man mit einer Meinung oder einer Tat, einem Plan einverstanden ist. Seine Bestätigung gibt, dass etwas Bestimmtes getan werden darf. Zur besseren Verdeutlichung hier auch ein paar Synonyme zu Einverständnis. Billigung, Einwilligung, Segen, Zustimmung, sein Plazett geben, sich überzeugen lassen, akzeptieren, annehmen, einsehen, erkennen, kapieren. Umgangssprachlich auch Duldsamkeit, Nachsichtigkeit. Verstehen bedeutet also nicht Verständnis und Verständnis bedeutet nicht Einverständnis. Dieser Unterschied ist sehr wichtig, auch wenn diese drei Worte oft synonym verwendet werden. Verständnis für andere Menschen aufzubringen bedeutet, ihre Gefühle, Bedürfnisse zu hören oder sogar erkennen, vermuten und darauf empathisch reagieren zu können. Einverstanden zu sein bezieht sich auf das Verhalten, die Strategien, die jemand gewählt hat.
Wenn wir also von Verständnis sprechen, richten wir unseren Fokus auf die dahinterliegenden Bedürfnisse und nicht auf die zur Erfüllung der dahinterliegenden Bedürfnissen gewählten Strategie. Verstanden? Also Verständnis für die Belange unseres Gegenübers zu haben, ermöglicht es jedoch, dann auch gegebenenfalls gemeinsam nach alternativen Strategien zu suchen, mit dem am Ende alle einverstanden sind. Einverstanden sind. Einfach, gell? Kann ich dann für jemanden Verständnis aufbringen, auch wenn ich nicht verstehen kann? Na klar. Wenn ich zum Beispiel einen Obdachlosen, Achtung, kann auch jede andere Person sein, in einem Lebensmittelland etwas stehlen sehe, dann kann ich sehr wohl Verständnis für diese Tat aufbringen. Auch wenn ich nicht mit ihm rede, auch wenn er kein Wort zu mir sagt. Vielleicht hat er ja vor sich hingeplappert und die Tat angekündigt, nur ich habe ihn nicht verstanden, nicht akustisch wahrgenommen. Aber Achtung, ich muss nicht einverstanden sein mit dieser Tat. Ich kann sehr wohl Verständnis für seine Handlung aufbringen, weil er offensichtlich stiehlt, weil er sein Bedürfnis nach Nahrung befriedigen will, weil er Hunger hat. Ich bin aber deswegen mit seiner Handlung nicht einverstanden. Ich billige sie nicht, weil er etwas Illegales tut, weil er Recht bricht, weil er anderen schadet. Aber vor allem, weil es auch andere Wege gibt, das Bedürfnis nach Nahrung zu stillen. Wenn ich jedoch mit dem Kopf nicke, weil er zu mir rüberschaut, weil er bemerkt hat, dass ich ihn beobachte, dann stimme ich dieser Handlung zu. Ich bestätige diese Handlung, diesen Diebstahl. Ich gebe mein Einverständnis, Mutual Agreement, wie der Engländer sagen würde. Dann aber mache ich mich mit strafbar. Im Übrigen galt bis 1975 der Straftatbestand Mundraub, der im Januar 1975 abgeschafft wurde. Mundraub ist ein ehemaliger Rechtsterminus, der nur mehr in der gehobenen Allgemeinsprache verwendet wird. Er bezeichnet den Diebstahl oder die Unterschlagung von Nahrungs- oder Genussmitteln oder von anderen Gegenständen des hauswirtschaftlichen Gebrauchs in geringer Menge oder von unbedeutendem Wert zum alsbaldigen Verbrauch. Dieser Straftatbestand wurde mit Wirkung vom 1. Januar 1975 abgeschafft, sodass heute die höheren Strafen für Diebstahl und der Unterschlagung verhängt werden können. Wikipedia.de. Hier wurde also Verständnis und Einverständnis angewendet. Wenn wir diesen feinen Unterschied unserer Sprache kennen, können andere uns nicht nur verstehen, nicht nur akustisch wahrnehmen, was nur ein billiges Hören wäre. Vielleicht haben sie dann auch Verständnis für uns und unsere Handlungen. Oder vielleicht ist uns auch deren Einverständnis sicher. In diesem Sinne, bleiben Sie mir gewogen, Weisheiten zum Mitnehmen. Euer Georg Muratidis. Bis zum nächsten Mal. Kommentare erwünscht.